Automatisch Projekte gewinnen und bekannter werden. Ich möchte dir zeigen, wie man ein vollautomatisiertes LinkedIn-Profil erstellt, welche Risiken es gibt und was die Automatisierung kostet. Mein Name ist Lukas Hofstetter, ich mache Softwareentwicklung speziell im Embedded-Bereich, aber auch in anderen Themen seit mittlerweile fast 15 Jahren. Und das hier ist meine Statistik von meiner Automatisierung der letzten 3 bis 4 Monaten. Zum Beispiel habe ich mit diesem Tool insgesamt fast 1500 Einladungen automatisch an Leute verschickt, an denen ich Interesse habe. Und insgesamt haben das 400 Leute angenommen, 25%. Das ist so eine Quote, die ist so im mittleren Bereich des Normalen. Insgesamt hat das Tool für mich also jetzt 800 Nachrichten verschickt, 2000 Profile besucht und man sieht, ungefähr 50% der Leute haben auf meine Nachrichten geantwortet, was eine ziemlich gute Quote ist. Aber warum soll ich überhaupt LinkedIn haben und es automatisieren? Als Softwareentwickler brauche ich doch eigentlich Skills, Tools und Sachen, die ich kann, um meine Kunden zu überzeugen. Das ist richtig in der ersten Stufe und auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Währung. Aber nach den Skills kommt eine andere Währung und das ist deine Reichweite. Wie viele Leute kennen dich? Weil je mehr Leute dich kennen, desto mehr Recruiter werden auf dich zukommen und dir Projekte geben, desto mehr Anfragen bekommst du von Firmen und auch desto mehr andere Experten kennst du, mit denen du dich austauschen kannst oder die mal schnell im Projekt helfen kannst, wenn du mal an einem Punkt bist, wo du nicht so schnell weiterkommst, wie du dem Kunden gerne weiterhelfen würdest, beziehungsweise deiner Firma, deinem Chef. Der erste Schritt, wenn wir diese Automatisierung erstellen möchten, ist, dass wir eine Liste brauchen mit potenziellen Personen, die in meine Zielgruppe gehören. Für mich sind das zum Beispiel Softwareentwickler Embedded. Zum Beispiel möchte ich mich mit denen mehr vernetzen, dort in Austausch kommen. Das könnten auch sein Teamleiter oder speziell Recruiter für irgendeinen Bereich. Wie auch immer, also man tippt oben ein, was man braucht, geht auf Personen und dann empfiehlt, dass man den Standort eingrenzt in den Bereich, wo man arbeitet. Und dann habe ich hier zum Beispiel 26.000 potenzielle Personen, mit denen es sich lohnen könnte, in Kontakt zu kommen. Ich werde jetzt nicht erklären, wie man das Tool installiert. Dafür gibt es genug Tutorials da draußen. Wenn ihr möchtet, dass ich das auch nochmal zeige, mache ich dann ein separates Video. Hier geht es jetzt einfach um die Benutzung, weil das ist das Komplizierte, wo man einmal den Einstieg braucht, was so Best Practice ist und wie es funktioniert und worauf man achten soll. Sofern die Installation vorher erfolgreich war, habe ich dann hier in dem rechten Bereich schon von meinem Galaxy-Programm, von diesem Plugin, einen Prompt. Oder ich finde es auch hier oben über das Plugin-Fenster, finde ich nochmal das Gleiche. Und als erstes erstelle ich mir eine Liste mit meinen Kunden, also dass die Leute, die hier sind, in eine Liste kommen. Denen gebe ich irgendeinen schönen Namen, zum Beispiel alle Embedded-Entwickler oder so. Damit wir es jetzt einfach machen, mache ich einen einfachen Namen. Ich nenne es jetzt einfach Fubar. So, jetzt habe ich eine Liste und dann kann ich ihm sagen, wie viele von denen, 26.000 Stück, er bitte in meine Liste tue. Es ist hier begrenzt auf 1000, man kann die dann reinholen und danach kann man ihm sagen, mach weiter auf Seite so und so viel, hol dir die nächsten 1000. Aber 1000 ist schon echt eine große Hausnummer. Ich mache heute für unseren Test, mache ich mal 75 Stück, dann geht man auf Bestätigen und dann fängt Galaxy an, die zu importieren und dort gucken wir jetzt mal rüber. Hier in Galaxy gehen wir dann als erstes mal auf die Interessentenliste. Und dort ist automatisch meine Liste Fubar. Hier ist schon der erste angekommen, da müssten gleich noch mehr reinkommen. Hier unten läuft dann auch der Balken durch. Er sagt, guck mal, er scannt die gerade. Weil ich in dem Bereich schon aktiv war, hat er hier 29 Leute gefunden, die schon in meinen anderen Listen sind. Die nimmt er automatisch raus. Und er wird gleich noch mehr finden, gerade wenn wir weiter höher kommen. Einfach weil ich vorher schon mal hier, wie ihr seht, Leute importiert habe. Als nächstes können wir eine sogenannte Kampagne erstellen. Also man hat nicht einen Fluss, wo man immer die Leute reinschickt, man kann gezielt verschiedene Kampagnen für verschiedene Ziele erstellen. Ich fange jetzt mit einer einfachen Kampagne an und dann zeige ich noch ein paar Sachen, die gut zu wissen sind, damit man einfach das Maximum aus der Automatisierung rausholen. Und zwar starten wir einfach hier oben über eine Kampagne erstellen. Da gibt es hier schon für den Schnellstart so ein paar einfache Kampagnen, wie zum Beispiel hier Einladung und 2 Nachrichten. Und der kann ich dann einen Namen geben, das ist vielleicht meine Fubar-Kampagne. So, und dann muss ich ihm sagen, woher kommen denn die Leute, die du bitte jetzt in diese Kampagne steckst. Und da gehen wir jetzt erstmal über den einfachen Weg aus meinen Listen und dann wähle ich meine Fubar-Leute, inzwischen sind 16 Stück da drin und sage ihm, ja, alle 16 bitte hier hinzufügen. So, und man sieht schon hier links, wie sich die Kampagne aufbaut. Also wir haben die Fubar-Kampagne, wir haben unsere Prospect, so nennt er es, unsere Interessenten hinzugefügt. Und als erstes, der erste Schritt ist die Einladung. Das ist das, wenn ich bei LinkedIn auf einen Kontakt, nehmen wir mal ihn, bin und dann auf Vernetzen drücke. Das meint er hier mit Einladung. Dann kann man eine Notiz hinzufügen. Wenn ich hier klicke, darf ich hier eine Nachricht hinzufügen. Das ist jetzt diese Option hier. Tendenziell sind die Statistiken so, dass du wohl ohne Notiz im Gesamtdurchschnitt irgendwie bei, ich weiß es nicht mehr, 30% Annahmequote, ohne Notiz eher bei 35%. Aber es hängt wirklich halt ganz stark davon ab, welche Notiz man drin hat. Wenn man direkt pitchen will, wie, hey, kauf mein Produkt, dann wird deine Annahmequote bestimmt höher sein, wenn du erstmal keinen Text machst. Während wenn man jetzt sehr nahe
Sachen macht, die sehr nah an der Zielgruppe sind. Ich habe zum Beispiel eine Kampagne gemacht, einfach um Embedded-Entwickler kennenzulernen. Die habe ich angeschrieben und gesagt, hey, ich sehe, du machst ja auch was im Embedded-Bereich. Was für Chips benutzt du denn so? Da war die Annahmequote recht groß, weil das einfach was ist, über das sich Entwickler gerne austauschen. Also da muss man schauen, mit oder Nachricht, mit oder ohne. Was man auch machen kann, ist, man erstellt 2 Kampagnen. Die eine nennt man A, die andere B. Und dann wird man nach 1-2 Wochen auch eine Statistik sehen, was besser mit oder ohne Nachricht. Ich mache jetzt hier ohne weiter. Dann als nächstes fügt er mir eine Verzögerung ein. Also ich drücke auf Einladen. Wie viele Tage soll er jetzt warten, bis dieses nächste Event kommt? Tendenziell kann ich hier auch 0 Tage auswählen. Aber um einfach so ein bisschen die Batterie bei den Leuten aufzuladen, lohnt es sich schon, ein bisschen Zeit zu geben. Ich würde jetzt nicht hier auf irgendwie 30 Tage gehen, aber so irgendwas zwischen 1 und 7 Tagen finde ich eine gute Zeit. So, und dann kommt hier mein Fenster mit meiner ersten Nachricht, wo man irgendwas Erstaunliches schreiben kann, was der andere dann vielleicht hören möchte oder sollte, je nachdem, was mein Ziel ist. Vielleicht suche ich ein neues Projekt. Dann schreibe ich rein, hey George, ich sehe, du bist auch in dem Bereich tätig. Ich mache ja den und den Software-Stack, suche gerade ein Anschlussprojekt, habt ihr noch Bedarf? Ich kann euch hier und dabei helfen. Oder je nachdem, was halt dein Ziel ist, was du automatisieren willst. Wenn du direkt an Recruiter schreibst, da ist es ziemlich klar, da kann man vielleicht schreiben, hallo Mr. Müller, ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen, ich bin Softwareentwickler und wäre froh, wenn Sie mich vermitteln können. Ich kann das und das, wollen wir mal telefonieren? Hier ist vielleicht mein Calendly-Link oder so. Ich kann dann auch hier Nachrichtenvorlagen erstellen. Also wenn ich jetzt hier meinen Text schreibe, machen wir doch mal ein Beispiel, hallo, dann kann ich hier auch Variablen einfügen, zum Beispiel den Vornamen. Und hier rechts sieht man schon, wie das aussehen würde. James heißt, ich möchte, keine Ahnung, bla bla bla, kann ich, und dann kann man auch zum Beispiel einfügen den Firmennamen, kann ich Firma unterstützen. Ich bin jetzt kein guter Copywriter, aber ihr versteht das System. Wenn er im Profil von James keine Firma findet, dann wäre dieses Feld ja leer. Deswegen darf man hier draufklicken, dann kommt ein Feld, da kann man eine Alternative. Wenn ich da jetzt Schorsch eingebe, dann steht da, kann ich Schorsch unterstützen. Das macht wenig Sinn, aber ich kann zum Beispiel sagen, Ihr Unternehmen, mit Enter bestätigen, dass da der Haken kommt. Und wenn dann kein Unternehmen drin steht, dann steht hier, kann ich Ihr Unternehmen unterstützen. Während wenn da jetzt steht, keine Ahnung, Siemens, dann steht hier, kann ich Siemens unterstützen. In dem, was weiß ich. So, kann man seine Nachricht schreiben, Emojis reinpacken, GIFs reinpacken, wie auch immer. Und das hier oben ist der Name dieser Nachricht. Den Namen sieht der James nicht, der ist nur für dich. Also nachher gibt es hier eine Rubrik mit Nachrichtenvorlagen. Da kann man auch jetzt noch mal sagen, das ist meine Standard-Einladung Alpha. Die habe ich vielleicht in 6 verschiedenen Kampagnen. Die eine mit Erstnachricht, die andere ohne, die eine an die Zielgruppe Entwickler, eine an die Zielgruppe Architekten. Und wenn ich jetzt feststelle, irgendwie, glaube ich, habe ich dann Rechtschreibfehler drin oder ich möchte meine Standardeinladung Alpha ändern, kann man die global ändern und dann fragt er dich, ob er das in alle Kampagnen verteilen soll. Umgekehrt kann ich dann auch die hier abrufen. Hier sieht man meine Vorlagen, die ihr dann hier einfach einfügt. Dann gehen wir weiter und hangeln uns durch. Wieder eine Verzögerung, eine zweite Nachricht. Und was ich gelernt habe, ist, dass Nachhaken wichtig ist, weil es gibt einfach sehr viele da draußen, die sind relativ beschäftigt. Und ich habe bei meinen Standardkampagnen hake ich 4-mal nach. Es gibt Leute, die haken 60-mal nach. Es gibt Leute, die sagen, ich hake nicht nach, ich will mich nicht aufdringen. Aber ich mache es in einer freundlichen, menschlichen Art und Weise. Ich habe hier irgendwo, hallo Name, kann es sein, dass meine Nachricht untergegangen ist. Und dann gehe ich weiter, vielleicht steht man Fragezeichen, vielleicht irgendein Waiting-GIF, wo jemand steht und wartet. Und ganz zum Schluss schließe ich normalerweise ab mit hier in Ruhe lassen. Hey, ich kann mir vorstellen, es ist viel zu tun bei dir. Ich lasse jetzt mal. Am Anfang hatte ich total Schiss, dass die Leute kommen und sagen, hey, nerv mich nicht, es hakst du 3-mal nach und bannen mich und so weiter. Und meine Erfahrung ist selbst, auf die letzte Nachricht gibt es Leute, die schreiben dir einen Monat später darauf zurück, hey, sorry, ich hatte wirklich viel zu tun. Cool, was du anbietest, bla bla bla, oder lass mal austauschen oder wie geht es dir? Und es sind wenige, die geschrieben haben, hey, lass mich in Ruhe. Ja, wenn man freundlich und anständig bleibt und auch sich auch hier Mühe gibt, weil Automatisierung kann ja auch einfach echt billig werden. Die muss schon so sein, so nah da dran sein, was ich täglich mache. Wenn ich täglich das manuell mache und schicke immer die gleiche Nachricht zum Nachhaken und immer die gleiche Nachricht zum Einladen, dann darf ich das automatisieren. Aber nicht überautomatisieren, einfach an irgendwie. So, wenn ich dann fertig bin, gehe ich auf Bestätigen und dann kann ich hier meine Kampagne starten. Alle Leute, die dann hier reinkommen, die wird er hier durchfahren, werden automatisch aus der Kampagne rausgenommen, sobald sie antworten. Dann landen die hier unten. Ich drücke jetzt hier nicht drauf, weil sonst kriegen ein paar wahllose Leute von mir ein paar wahllose Nachrichten. Das war jetzt quasi eine Outbound-Kampagne, wo ich aktiv auf Leute zugehe. Ich möchte jetzt aber einmal drauf eingehen auf Inbound. Man kann nämlich auch einiges automatisieren. Ich kriege irgendwie bald täglich E-Mails auf dem Handy. Der und der hat dich hinzugefügt. Möchtest du ihn auch hinzufügen? Dann drückt man, weil man schon da ist, auf Ja. Dann landet man in der LinkedIn-App. Dann sieht man nebenbei noch 1000 Beiträge und ist eine Stunde auf dem Handy und wundert sich, wo ist die Zeit am Tag hin. So, und das kann man automatisieren, ohne dass man sich irgendwo im LinkedIn-Feed verliert, indem man, wenn man eine neue Kampagne erstellt, ich nehme mal wieder diese einfache hier auf diesen Auto-Import. Und dort gibt es nämlich mehrere Optionen. Und zwar als erstes möchte er wissen, wohin importiere ich. Ist ein bisschen falsch, ich will eigentlich erst auswählen, woher, aber erst wohin. Ich sage jetzt mal, importiere mir das in meine Fuba-Liste. So, jetzt kommt es, woher. Und zum Beispiel, ich habe eine Kampagne erstellt, alle, die mir eine Einladung schicken, das ist das, wenn es auf dem Handy auftaucht,
die landen in dieser Kampagne und werden dann automatisch angenommen. Es gibt auch andere, zum Beispiel, wenn jemand einen Kommentar macht. Es macht eigentlich total Sinn, alle, die bei dir kommentieren, deren Profil zu besuchen und einen Tag später die einzuladen und denen eine schöne Erstnachricht zu schicken. Ich mache das inzwischen so und das funktioniert ziemlich gut. Manche Leute, die mich hinzugefügt haben, auch alle, die hier zuschauen, kennen dann auch meine Standardnachricht, die ich verschicke. Wenn mich jemand hinzufügt, dann sage ich, hey, cool, dass wir verbunden sind, weil ich freue mich immer, wenn Leute mich hinzufügen. Und dann erzähle ich kurz ein bisschen über mich. Ich bin Lukas, ich mache das und mit so und helfe den Firmen hier und mache so Software. Und dann drunter schreibe ich dann, hey, aber was machst denn du? In deinem Profil steht ja die und die Firma. Was machst du denn? Und die Leute erzählen gerne von sich. Und man lernt die Leute kennen. Das funktioniert bei Recruitern, auch bei Softwareentwicklern, auch bei Geschäftsführern. Jeder erzählt gerne von sich. Und ich lerne die Leute schnell kennen. Das ist sehr gut und sehe, bei wem lohnt es sich vielleicht mal hinterher zu schreiben, mit wem möchte ich mich gerne austauschen, welcher Kontakt ist mir wertvoll und kann so eigentlich meinen gesamten Inbound-Traffic automatisieren. Jetzt möchte ich aber noch einmal eine Lieblingskampagne zeigen, einfach weil die mega leistungsstark ist und noch einen großen Hebel ansetzt. Und zwar geht man hier oben wieder auf das Starten der Kampagne und geht dann aber hier und jetzt ist man ein bisschen lost in dem, was es alles an Kampagnen gibt. Es gibt über 100 Stück. Und ich gehe dann über den Filter, weil zum Beispiel, was ich sehr stark finde, ist das eine, sind einfach die Kampagnen, wo man mit exakt 5 Nachrichten nachhaken kann. Das sind dann gar nicht mehr so viele. Und genau, hier sind nur 5 Nachrichten besuchen und 5 Nachrichten Einladung und 5 Nachrichten besuchen, folgen und 5 Nachrichten. Das finde ich eigentlich sehr gut, gerade wenn man ein bisschen Zeit für die Kampagne hat, dann kann man die Leute erstmal besuchen und eine Woche später sie einladen, weil dann hatten sie schon mal Postfach, Lukas hat dein Profil besucht und eine Woche später kriegen sie ins Postfach, Lukas hat dich hinzugefügt und eine Woche später kriegen sie ins Postfach, Lukas hat dir eine persönliche Nachricht geschickt und da kommt man einfach schneller mit den Leuten warm rein. Das ist auch so die Erfahrung aus dem Manuellen, so klappt es halt besser. Eine andere Kampagne, die ich sehr gerne mag, sind Kampagnen, nämlich diese E-Mail-Funktion und noch eine E-Mail hinterher schicken, plus Nachrichten. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, hier in den großen Bereichen gibt es das nicht. Ich glaube irgendwo bei 3. Genau, Thanos 5.0. Wenn ich hier in die Vorschau gehe, dann sieht das ganz anders aus. Da kriegt man so ein großes Diagramm. Man kann leider nicht hier draggen und droppen, die ist so vorgefertigt. Aber wenn man reinguckt, wenn nicht verbunden wird besucht, dann wird eingeladen, wenn verbunden, nach einer Pause eine Nachricht hinschicken, nach einer Pause eine Nachricht, nach einer Pause eine Nachricht. So, und jetzt kommt es, wenn dann nicht geantwortet, dann guckt er im LinkedIn auf das Profil, dann über die Kontaktinfo, da ist meine E-Mail-Adresse, meine Homepage. Und diese E-Mail-Adresse, die zieht er sich dann und schreibt dann eine E-Mail dahin, die man auch hier wieder vorformulieren kann mit den Textbausteinen und schickt dann eine E-Mail hinterher. Alternativ, wenn er hier vorne scheitert, also er lädt ein, aber der verbindet sich nie, nach 5 Tagen kann er dann auch eine E-Mail. Man muss so ein bisschen aufpassen hier, weil E-Mail einfach an Adressen, die man irgendwo herkriegt, zu schicken, ist so ein bisschen Graubereich. Das geht so, da gibt es ein Fachwort vor, das weiß ich nicht, aber da kann man auch abgemahnt werden. Deswegen würde ich jetzt nicht eine Kampagne machen, wie aus LinkedIn 1000 Dinger raussuchen und dann einen nach dem anderen Pitch hinschicken. Weil dann wirst du bestimmt 2 dabei haben, die dich abmahnen. Aber ich habe es bisher so gemacht, wenn die dann nicht antworten nach vielen Tagen, dann schreibe ich eine freundliche E-Mail. Hallo Herr Müller, leider konnte ich Sie auf LinkedIn nicht erreichen. Ich habe es mir erlaubt, Ihre E-Mail-Adresse aus Ihrem Profil zu entnehmen. So, dann wissen die auch woher. Ich wollte Sie fragen, dies und jenes, ob so und so, bla bla bla, viele Grüße. Und dann richtig, Signatur drunter, meine Adresse, meine Telefonnummer, meine Homepage, mein LinkedIn-Profil, dass es einfach wirklich seriös, vertraulich ist. Erfahrungsgemäß werden irgendwie so die Hälfte der Leute haben eine E-Mail-Adresse, von denen ist ungefähr die Hälfte ist sie noch aktuell. Also die Hälfte der E-Mails, die kommt einfach zurück vom Provider, nicht zustellbar. Und dann sind das 20%, die darauf antworten nochmal. Das heißt, man kann seine Antwortquote damit erhöhen. Und das Lustige ist halt, viele haben ihre Firmen-E-Mail-Adresse da drin. Das bedeutet, es landet bei denen auf dem Firmenaccount. Und selbst wenn die zurückschreiben, Herr Hofstetter, danke für das Angebot, zurzeit haben wir keinen Bedarf, dann steht da drunter auf die Signatur und die Telefonnummer. Und dann schreibe ich freundlich zurück, kein Problem, lassen Sie uns einfach mal in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal sprechen, kommen Sie gerne auf mich zu. Und wenn ich jetzt in einem halben, dreiviertel Jahr gerade auf Projektsuche bin, dann kann ich durch mein Postfach gehen und gucken, wer hat mir am nettesten geschrieben und kann die anderen sagen, hey, hier ist wieder Lukas Hofstetter, ich habe gerade eine Lücke und musste so an Sie denken, wie sieht es denn bei Ihnen aus und kann mit denen reden. Einige fragen, brauche ich dann den Sales Navigator dazu? Und ich sage, jein, aber ja, du musst ihn nicht bezahlen. Und ich zeige einmal wie. Und zwar kann ich, wenn ich im Sales Navigator bin, dann kann ich mir hier ja gespeicherte Suchen erstellen. Zum Beispiel habe ich hier nach Embedded Software entwickelt. Und diese Leute, die hier rauskommen, die kann ich genauso dann hier oben über das RealXC Plugin importieren in meine Liste. Hier kann ich sogar 2.500 auf einmal. Und so kann ich mir hier ein paar Suchen erstellen und speichern. Das Schöne ist, ich habe hier halt viel mehr Möglichkeiten und das lohnt sich. Also ich würde mir einmal den Sales Navigator, die Testversion holen. Die kostet dann nichts für einen Monat, muss man nur rechtzeitig kündigen, sehr wichtig. Und dann kann ich zum Beispiel den Personalbestand begrenzen, dass ich zum Beispiel hier keine Mitarbeiter von ganz kleinen Firmen habe. Weil wenn ich das habe, dann habe ich meistens Freelancer in der Gruppe. Und
an die will ich nicht verkaufen, beziehungsweise wollte mich in dieser Kampagne jetzt nicht mit denen vernetzen. Das wäre vielleicht ein anderes Thema. Ich sage, hey, ich will mein Netzwerk erweitern, mehr Freelancer kennenlernen, dann kann ich speziell nach den Kleinen suchen. Und ein anderer wichtiger Haken, den es nicht gibt, ist der hier, hat etwas auf LinkedIn gepostet. Weil es gibt halt viele, die posten halt nie, die liken nie, die kommentieren irgendwo, die haben ein sehr altes Profil, das ist oft auch die E-Mail-Adresse alt oder die letzte Tätigkeit ist alt. Das sind so Leute, die schreiben so, ja, danke für die Anfrage, aber ich bin schon lange nicht mehr bei Siemens. Wenn man den Haken setzt, dann haben die irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Monaten einen Post gemacht und dann ist deren Profil auch relativ aktiv. Die Gruppe wird viel kleiner. Also jetzt habe ich hier 200 Ergebnisse, wenn ich den rausnehme, habe ich 5000 Ergebnisse. Je nachdem, was für eine Zielgruppe man hat, wenn die sehr nerdig ist, dann ist das Verhältnis ziemlich krass. Wenn die sehr socializing sind, dann sind das wahrscheinlich viel mehr, die da aktiv sind. Dann ein anderes wichtiges Thema, kann nicht gesperrt werden. Ist das nicht verboten? Sperrt ein LinkedIn dann nicht aus? Pauschal, ja, kann man. Man muss ein bisschen aufpassen. So, LinkedIn ist nicht ein großer Freund von Automatisierung. Es gibt da auch keine offizielle API für sowas, nur für manche Sachen. Und ich handhabe es so, dass ich nur Dinge automatisiere, die ich auch manuell tun würde. Also wenn ich jetzt vorhabe, ich möchte 100 Entwickler einladen, um mein Netzwerk zu erweitern, oder ich möchte 100 Recruiter kontaktieren, um ihnen meine Dienstleistung anzubieten, dann für gewöhnlich schreibe ich nicht 100 individuelle Nachrichten. Ich individualisiere nur den Namen und vielleicht die Firma. So, und dann kann ich das auch automatisieren. Aber nicht jetzt Rubbish machen und Masse. Es muss schon ein bisschen individualisiert sein und der Suchfilter für die Suche sollte sehr gut sein. Ich habe mal mit dem Support von Galaxy gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Der ist auch übrigens ziemlich gut, also man wird da nicht alleine gelassen. Es gibt ja immer diesen Chatbot, an den man sich wenden kann, wo man auch recht gut dann an einen Mitarbeiter durchgestellt wird, wenn der nicht sofort weiter weiß. Aber gerade so Basic-Fragen, wie kann ich eine Kampagne hier oder wie kriege ich jemanden importiert von A nach B, kann der Chatbot meistens einem sofort den richtigen QA-Artikel geben und sonst antwortet auch zügig jemand, also oft innerhalb von Stunden. Und als ich mit denen schrieb und gefragt habe, wie gefährlich ist es, haben sie mir so ein paar Insights gegeben. Und zwar machen die es so, das läuft standardgemäß als Plugin in deinem Chrome-Browser. Weil dadurch, dass es dann auf deinem Rechner läuft, läuft es mit der gleichen IP-Adresse über den gleichen Provider. Und dann sieht LinkedIn dein Plugin verschickt oder du händisch, weil das sieht gleich aus. Die hacken sich quasi in dein LinkedIn-Account, du musst denen einmal dein Passwort geben und dann emulieren sie dort das Scrollen, das Klicken auf Angucken, das Vernetzen drücken, das Nachrichten schicken und so weiter. Hier auf der linken Seite unter den Kampagnen gibt es dann auch diese Warteschlange. Bei mir ist sie gerade leer, weil ich mich heute nur mit dem Video beschäftige und meine Kampagne mal wieder pflegen muss, beziehungsweise neue Prospects hinzufügen muss. Aber hier landen sonst zeilenweise die Aktionen. Da steht dann in 3 Minuten werde ich eine Einladung an Schorsch verschicken. 2 Minuten später werde ich Peter besuchen. Nochmal 3 Minuten später werde ich Friedrich diese und jene Nachricht schicken. Und 5 Minuten später werde ich dem und dem eine E-Mail schicken. Und so baut er das auf, mit so random Timesteps gescheduled, so ungefähr in dem Tempo, wie ein Mensch auch tippen kann. Und dabei zählt er hier rechts deine Quoten mit. Die sind nicht, um dich zu ärgern oder um mehr zu verdienen, außer vielleicht die hier oben. Aber die Standard für Einladungen, Nachrichten, Profilbesuche, das sind Quoten, die werden von Galaxy begrenzt, damit dein Profil nicht gesperrt wird. Also er wird am Tag nicht mehr als 100 Nachrichten verschicken und nicht mehr als 100 Profilbesuche. Die verändern sich auch mit größerer Aktivität von deinem Konto, werden die größer, weil so funktioniert LinkedIn. Wenn du heute dein Profil erstellst und morgen 1000 Nachrichten rausschaust, dann bist du übermorgen wahrscheinlich gesperrt. Und dann passt Galaxy ein bisschen auf dich auf. Ich bin trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger und gehe hier über die Einstellungen auf Aktivität. Dort kann man nicht nur einstellen, an welchen Wochentagen das Ding für dich aktiv ist. Von mir kriegst du zum Beispiel nur Nachrichten zwischen 8:15 Uhr und 21:30 Uhr und nicht samstags. Das heißt, wenn du mich hier heute Nacht hinzufügst, dann kannst du mir eine Nachricht zurückschreiben, bevor nachher meine Kampagne los. So, wenn du aber bis hierhin wartest, dann werde ich dich automatisch annehmen. Und außerdem kann ich hier unten die Limits noch verschieben. Also Standard ist hier 100, ich habe es zum Beispiel begrenzt auf 80, damit ich auch manuell noch Einladungen verschicken kann. Insgesamt hat Galaxy mittlerweile über 150.000 User. Und daher denke ich auch, ist es ja in deren großen Interesse, den Usern zu helfen und nicht ihre Accounts zu blocken, weil dann haben sie ja auch kein Geschäft mehr, weil dann wird jeder sein Galaxy kündigen. Deswegen ist meine Sorge da begrenzt, weil genau das ist ja deren Aufgabe und deren Kerngeschäft zu automatisieren und nicht Accounts zu blocken. Und ja, mancher fragt sich jetzt, wenn das als Plugin läuft, muss mein Rechner immer an sein? Jein, wenn man das als Plugin hat, ja, aber wenn man dann den Plan gekauft hat, dann gibt es da den Einstellungen hier diese Cloud-Option, mit der man quasi das Plugin wird dann zusammen mit einem Chrome-Browser, einer virtuellen Instanz, auf einem Galaxy-Server gehostet. Und Galaxy ist ja nicht blöd, hätten jetzt einen zentralen Server in USA oder irgendwo in der Schweiz, dann würden ja alle Anfragen von dem Server an LinkedIn kommen und das würde LinkedIn schnell merken und sagen, das ist aber komisch, ihr macht 1 Million Nachrichten aus dieser IP-Adresse pro Tag. Deswegen haben wir ein Netzwerk von Servern über die Welt verteilt und suchen dann einen Server für dich raus, der möglichst nah da ist, wo du wohnst. Dann kommt es zumindest aus dem gleichen Land oder aus der gleichen Region. Und dann kann man seinen Rechner auch ausschalten und das Ding läuft im Hintergrund weiter. Neben der kostenlosen Testversion wollen die natürlich später auch Geld haben. Standardgemäß gibt es verschiedene Programme,
die bei, ich sag mal, jährlicher Zahlung sind die auch einigermaßen erschwinglich. Der Fortgeschrittene reicht für das meiste. Business braucht man nur, wenn man auch diese E-Mails in einem Taunus 5.0 zum Beispiel benöchte, sonst reicht der. Wenn man standardgemäß das Programm kauft, kriegt man 7 Tage umsonst erstmal, muss auch erst danach die Kreditkarte hinterlegen, das heißt, man kann 7 Tage rumspielen. Ich habe mich bei denen in deren Affiliate-Programm registriert und kann euch einen Link geben, dann kriegt man 30 Tage erstmal umsonst, das ist ziemlich cool, 30 Tage für die ganz große Business-Lösung. Braucht man auch keine Kreditkarte vor, das heißt, ihr könnt das benutzen, da draufklicken und erstmal rumprobieren, ob das taugt. Vielleicht kriegt ihr auch in 30 Tagen, vielleicht kriegst du in 30 Tagen ja auch schon deinen ersten Lead oder eine Lösung rein, die du brauchst und kannst das Ding einfach dann wieder anhalten. Also der Account wird nicht gesperrt, der wird nur eingegrenzt und es geht dann zurück auf diese 100 Einladungen pro Monat, was jetzt nicht so viel. Und ja, das ist Partnerlink. Ich kriege da auch ein bisschen Provision, aber ich will kein Werbevideo drehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Link benutzt. Aber was du auch machen kannst, ist, dass du einfach deinen Kumpel fragst, der das vielleicht auch machen will. Vielleicht schickst du mir ein Video und ihr könnt euch beide für das Partnerprogramm registrieren, ohne dass ihr es gekauft habt und euch dann gegenseitig affiliaten. Dann sinkt quasi gegenseitig eure Provision. Also ja, dann ist billiger. Aber wenn ihr meinen Link benutzt, würde ich mich natürlich auch freuen. Müsst ihr aber nicht. Und falls du mehr möchtest und mehr Inhalt haben willst über Tipps und Tricks für Freiberufler, Softwaretätigkeiten, egal ob es Angestellter oder als Selbstständiger oder kleiner Unternehmer ist, dann würde ich dich gerne noch in meine Community einladen. Wir sind inzwischen eine Gruppe von 30, 40 Leuten, mit denen wir uns austauschen. Also das heißt meine Community. In diese Community, in der ich auch Teil bin und aktiv partizipiere. Wenn du das möchtest, dann schreib einfach mir eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse oder schreib mich auf LinkedIn an und schreib mir, ich will auch oder so irgendwas ähnliches. Und dann werde ich dich in die Community mit einfügen, weil es einfach der Austausch dort gibt mir mega viel und auch den anderen, weil wir voneinander lernen, uns Projekte manchmal zuschieben können und vor allem halt so viele Sachen, die ein bisschen auf Technik sind. Wie schreibe ich ein Angebot? Was mache ich? Der Kunde bezahlt mich und so weiter. Sind wunderschön da zu diskutieren, aber auch so Fails wie, mein Kunde hat abgesagt, hat gerade gestern jemand gepostet, wo man sich gegenseitig ermutigt und sagt, hey, ruf nochmal an, frag nochmal dies, probier doch mal so. Und damit bin ich jetzt am Ende von meiner LinkedIn-Automatisierung und ich freue mich auf Likes, weil das mag der Algorithmus gerne und dann kann ich das noch mehr Leuten erzählen. Also egal, wo du schaust, ob du auf YouTube bist oder auf LinkedIn oder vielleicht auf Instagram dabei bist, lass doch ein Like da, kommentiere oder abonniere und folge mich. Und ich freue mich auf euch dann im nächsten Video. Schreibt mir gerne, was wollt ihr noch hören. Ciao!